Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zu einer neuen Folge. Wir haben es jetzt Samstagvormittag. Hier im Hintergrund mein vollgepacktes Auto. Wir sind auf dem Weg nach Bella Italia. Wir gehen auf die Verona Reptiles. Erste Mal, dass ich dort auf die Messe gehe. In Italien so die größte Reptilienmesse. Wie gesagt, das erste Mal. Wir machen das hier mit kleinem Programm. Hier das Auto wenig vollgeladen. Zum Glück schön große Heckklappe. In dem Fall ohne Transporter, wie wenn wir nach Hamm fahren oder sowas. Ne? Einfach das kleine Programm dabei, ein paar Tiere dabei, ein bisschen Zubehör dabei. Wir wollen uns einfach mal diese Show angucken und dann nehme ich euch mit. Viel Spaß und Ciao Italia. Hier mal so der kleine Einblick, was man so braucht. Hier zwischendrin meine High Heels, die ich auf keiner Börse verpassen darf, ne? Damit man ein wenig größer hinterm Tisch ist, immer ein wenig unterm Tisch High Heels an. Das ist jetzt für Insider, achtet mal drauf, wenn ihr mich seht. Ja, alles schön in die Karre gepflastert. Hier mein Kamerakind Stella dabei und los geht's. So schön die Strecke vielleicht ist, das ist der Nachteil hier an dieser Brennerautobahn durch die Alpen. Da jagt ein Stau den anderen, das ist zum Kotzen echt. Also wir aus unserem schönen Süddeutschland müssen ja einmal quer durch die Alpen fahren, um nach Italien zu kommen. Jetzt sind wir hier gerade in Österreich, Richtung Innsbruck. Einerseits natürlich eine mühsame Strecke, man darf nur 130 fahren, zum Teil viel Verkehr. Andererseits ein super Panorama, super Ausblick hier quer durch die Alpen, wunderschöne Landschaft. Wir sind angekommen, unglaublich aber wahr. Hier spielt sich das Ganze ab. Und jetzt erstmal Check-in. Das ist mal richtig gut gemacht hier. Also ich zeige es euch mal, wir kommen hier rein. Hier stehen gleich die Flamingos. Unglaublich. Die Italiener wieder. Hey, guck, da ist der Veranstalter. Also man kennt die Italiener, sie machen alles ein bisschen besser, ein bisschen spektakulärer. Und definitiv, hi, how are you? Ja, die lassen es gleich richtig krachen hier. Das hier ist der Veranstalter, der Francesco. How are you? Hi, nice to meet you. Hi. Robby. Welcome to Italy. Vielleicht erinnert ihr euch, for how many years ago we meet, was it you and you in Daytona or not in? Vielleicht erinnert ihr euch, vor 3, 4, 5 Jahren haben wir die zwei in Daytona gesehen. And you said free spaghetti all the 3 days, right? Yeah, so we'll have a dinner for us tonight. Damals haben wir noch gespaßt und haben gesagt, wenn wir hierher kommen, gibt es Spaghetti für alle Tage frei. Ne? Hier sind wir. Wir haben gerade gespaßt, weil der Chef hier, er zeigt uns, wo die Tischnummer ist. Und wir haben gesagt, der Frank von Hamm, der Frank Itzhaber, Terroristika, macht es in Zukunft bestimmt aus und bringt jeden persönlich am Tisch. Dann hat er was vor. Hier geht es dann in die zweite Halle rein. Das hier ist also was wir vorgesehen haben, war die Eingangshalle. Und hier ist die richtig große Expo-Halle. Alter Schwede, bin ich beeindruckt. Das ist ein richtig großes Ding hier. Da ist der Robby, winkend. Ja, das ist echt ein richtig großes Teil hier. Ach, da hinten geht es sogar weiter, ja, alter Schwede. Dachte ich, das wäre so eine gemütliche, kleine italienische Börse. Jetzt ist das hier so ein Riesenteil. So, guten Morgen miteinander. Jetzt ist Sonntagmorgen, kurz vor 9. Die Börse macht gleich auf. Im Hintergrund schon die ersten Leute.
Wie auf jeder Börse sind schon jede Menge Leute vor dem offiziellen Start hier drin. Bin mal gespannt, es sind wirklich interessante Aussteller, interessante Leute da. Ich denke, das wird richtig cooles Ding hier. Nachher führe ich euch mal rum, laufen wir mal zusammen rum, was es Schönes gibt. Ich mache mit euch mal jetzt ein bisschen einen Rundgang. Gucken wir mal, was wir hier Schönes entdecken können. Mal noch kurz hier unseren schönen Stand zum Zeigen. Leider zu viele Leute gerade hier. Wir haben hier unglaublich, was man alles in ein PKW so reinbringt, wenn man nur will, ne? Die Messe ist schon super besucht, also muss man sagen, an Leuten mangelt es nicht. Das Ding hier ist wirklich rammelvoll. Es sind auch einige Familien da, die einfach nur gucken, aber es sind auch viele Terrarianer da. Also ich bin wirklich angenehm überrascht. Hier haben wir wohl den Strumpfbandzüchter. Ja, das ist mal eine gute Auswahl an Strumpfbandnattern hier, nicht schlecht. Interessant. Thamnophis proximus. Haben wir noch nie gehört. Unglaublich. Thamnophis equus. Bin eigentlich nicht so der Strumpfbandnattern-Fan, aber der hat mal wirklich alles an Strumpfbandnattern, was es so gibt, ne? Hier mit Verbreitungskarten. Interessant. Cool. Mir gefallen seine Strumpfbandnattern so gut, dass er sogar selber knipst, glaube ich. Viel Schildkröten sieht man insgesamt auf der Messe. Marginata, Sardinien. Ich meine, klar, die haben hier natürlich die perfekten Haltungsbedingungen. Die Tiere sind auch glatt wie die Babypopos hier, die ganzen Testudos. Jetzt kann man sich überlegen, ob die so glatt sind, weil die natürlich perfekt halten können vom Klima. Gehen wir mal einfach davon aus, dass es so ist, ne? Ja, ich denke schon. Also sie sind nicht ganz so. Also ein Tier in der Natur ist noch einen minimalen Tick glatter wie die hier. Von dem her ein Indiz, dass sie tatsächlich captive born sind. Also ihr seht hier wirklich Menschenmassen. Gucken, was es hier gibt. Jede Menge schöne große Chamäleons. Diverse Piebald Calyptratus. Diverse Panther. Ja, schön gemacht hier, muss man sagen. Hier die Rhacodactylus-Ecke. Auch wirklich schön gemacht. Diverse Ciliatus. Wollte ich euch noch zeigen. Das ist hier mit Schlangenhäuten gemacht. Allerdings also mit Häutungen, ne? Also Natternhemden. Ne? Also da musste keine Schlange dafür sterben, sondern einfach die Häutung, ja, die zeigt es hier schön. Ne? Einfach die Häutungen genommen und das irgendwie verarbeitet zu schönen Umschlägen oder so. Also finde ich cool. Absolut cool, schon allein wie gesagt, weil da muss keine Schlange dafür ihr Hemd, also doch im wahrsten Sinne des Wortes, die Schlangen haben ihre Hemden hergegeben, ihre Natternhemden, aber das ist ja egal, aber sie mussten eben nicht ihre Haut und ihr Leben dafür lassen. Also von dem her tolle Idee. Jetzt gehen wir mal
Gehen wir mal raus hier aus der Halle. Die Italiener, La Dolce Vita, kommt nicht zu kurz. Die haben da recht. Trotz bewölktem Himmel heute hat es hier angenehme 22, 23 Grad. Hier draußen wird gegessen, getrunken und gefeiert. Das ist schon, von vielen Leuten hört man es, das macht halt hier die Börse auch ein bisschen aus, dass einfach coole Atmosphäre ist, angenehme Stimmung, angenehme Atmosphäre. Die Leute sind unheimlich freundlich, die Veranstalter sind unheimlich freundlich zuvorkommend. Hier ist der DJ-Tisch hier. Da wird gemixt. Und hier gibt es die italienischen Häppchen. So, ich gehe mit euch mal noch in die große Halle. Hier, smreptilien.de. Der hat einfach mal unsere Buchstaben umgetauscht, der Sack. Ich mag mich wiederholen, aber die Italiener, die haben immer ein bisschen Stil und Geschmack. Und also natürlich nicht immer und überall sieht man das, aber an vielen Ständen sieht man, dass sie das gut machen. Hier Testudo Marginata mit Verbreitungsgebiet und richtig schöne schwarze Marginatas. Interessant. Klar, jede Menge Zubehör. Wurzeln, hier schöne Wurzeln. Ich glaube, es ist Teebaum sogar, oder? Könnte es sein. Also Teebäume, Teewurzeln. Grilli gratis per Rettili. Also, wer ein Reptil kauft, kriegt gratis die Grillen dazu. Keine schlechte Idee. Schöne Pogonas hier. Was haben wir denn hier? Den Mais. Bunter Mais oder was? Züchteter Mais. Bunte Farbe. Da kann man die Samen davon kaufen. Okay, interessant. Also hier werden Samen verkauft. Sämereien. Cool. Ich denke, man kriegt einen ganz guten Eindruck auch von der Größe hier. Also wir haben hier natürlich keine Dimension wie ein Hamm, aber das Ding ist definitiv nicht klein, beziehungsweise ist groß, gut organisiert. Ich denke mir, das ist so wirklich im südlichen Europa, sage ich mal, absolut richtungsweisend. Da haben wir ein paar schöne Chondros hängen. Preislich würde ich mal sagen wie bei uns. 320 € so ein Chondro. Das sind normale deutsche Preise. Also Black Reptiles aus, ich glaube eigentlich aus Ungarn, aber es sind auch viele in Italien. Herb Italia. Jede Menge Boxen und Zeug. Bodensubstrate. Ich glaube, das ist also von den T-Shirts her ist es der Organisator der Börse, der das hier macht. Da haben wir auch einen alten Bekannten, das ist der Dottore Johnny Ruggiero, heißt er, glaube ich, Bohrlein, schon ewig im Geschäft. Aber schon bestimmt auch schon 20 Jahre im Reptilien-Business. Hier die Firma Polaszek aus Wien. Der Vater Polaszek auch schon seit 30 Jahren im Business. Das hier ist der Junior, der Martin. Ich sage gerade, die Familie Polaszek, eine Terroristik-Dynastie sozusagen. Ja, sind schon mehr wie 30 Jahre jetzt. Genau, so muss es sein.
Schöne Regius. Die Leute freuen sich alle, wenn sie gefilmt werden. So, sind wir da draußen im Freien. Die Luft ist definitiv besser. Ich werde jetzt mal... Das einzige Problem, das es hier gibt, guck mal Leute, das hier ist der Bierstand. Hier gibt es das gute, gezapfte italienische Bier. Und das hier ist leider die Schlange am Bierstand. Der einzige Wermutstropfen. Ich muss gucken, ob ich eine Hintertür finde, damit ich mir noch ein Bier besorgen kann, bevor ich wieder an unseren Stand gehe. Also ich nehme alles zurück. Hier ist die Via della Birra. Und naja, die Schlange ist erträglich. Da kann ich die 5 Minuten Zeit, die muss ich opfern. Nochmal kurzer Rundumblick in der Eingangshalle. Hier ist das Merchandising. T-Shirt von Babygröße bis groß. Bandana, Maglia Bimbo. Okay. Für jede Größe gibt es hier T-Shirts. Ja, die Flamingos, wo wir gestern schon gesehen haben. Also hatten wir gestern Abend schon gesehen. Wirklich geschmackvoll und auch ein wenig mit Entertainment-Charakter organisiert die ganze Sache. Da haben wir große Sulcatas, 950, 1200 die Weibchen. Da wieder die Marginatas große. Sulcata Elegans. Ja, schnell zurück an meinen Stand. Ich hoffe, Stella hat alles ausverkauft. Ach, guck mal, da muss ich euch noch was Witziges zeigen hier. Guck mal den kleinen Scheißer hier. Das Frettchen an der Leine hier. Das sind ja fast japanische Verhältnisse hier. Das Frettchen an der Leine dabei. Klasse. So. Und jetzt schauen, ob ich hier noch meine restlichen Schlangen verkauft kriege. Ich schicke jetzt mal mein Kamerakind Stella los. Die soll mal in dem Nagerraum ein bisschen das ganze Nagerkruscht, sage ich jetzt mal bald. Ich als alter Allergiker schicke ich mal Stella hin. Die soll da mal gleich was filmen, was es da so gibt. Ich zeige euch jetzt, was das Schönste an der Börse ist. Das sind die Kumpels oder Reptilienbekannten oder Kunden oder wie auch immer, die eine Flasche Wein zu uns bringen. Das ist genau das Highlight der Börse. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel verkauft, aber Fläschle Wein und alles ist gut. Börse geht zu Ende. Hier ist irgendwie Abschlussfoto vom ganzen Team.
Die Italiener, wie wenn sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Die Flamingos. I say it's like you win the world championship in soccer today, or what? Yes, yes. Yes, yes. Er ist sprachlos, er ist erster Veranstalter. You are the boss from all or not? Who is the One and two. You Me are and one? Filippo. You and Filippo. Ah, And Robbie. Robbie also. Robbie also. He's, Robbie is the... The small boss, Yeah. the big boss. You three, yes? Yeah. Also die drei, der Filippo, der Robbie und der Francesco, gell? Francesco. Die sind die Bosse hier. For you, how was the show? Was good? Yeah, Good, very good. happy. You are happy? Very happy. Very happy. Thank you and see you next time. Thank you, Stefan. Ciao. Thank you. Ciao. Die Börse neigt sich dem Ende. Mein Kamerakind Stella, die irgendwelche Hasen und Karnickel und was weiß ich was filmt und ich, sind jetzt hier fast durch. Wir räumen jetzt gleich zusammen. Wir haben hier noch ein paar Kiddies, die auch mal eine Schlange anfassen dürfen. Darf man normalerweise, glaube ich, nicht auf den Börsen, aber das Mädel wollte hier mal unbedingt eine Schlange anfassen. Ich zeige es euch gleich. War schön hier, wir haben nette Leute kennengelernt, war interessant. Erste Mal hier in Italien. Sicher eine Reise wert. Nicht eine internationale Abartsriesenbörse wie Hamm, aber ganz gemütlich, ganz relaxed. Bleibt mir treu, checkt my balls, checkt Italien und bis zum nächsten Mal. Nochmal. Also Flo, wenn ich hier gerade am Bild verwackel, irgendwie habe ich hier voll den Unterzucker gerade, voll am Zittern wie ein Kuhschwanz. Dann leuchtet hier Aufnahme. Schicke ich mal Stella hin, die soll da mal gleich was filmen, was es da so gibt. Ich kann das nicht. Und ja, jetzt fehlt mir das Schlusswort. Oh Mann, Check my balls. check my balls.